war ich mit seinem Piet. Und Ritter hat heute den Nurrecht gebracht hat. Und das Morgen, die 16. Früh dort schwimmen, wir kriegt den Mittag. Und die Früh, sie hatten ein kleines Baby und sie hatten ein paar kleine Kinder, die sie zum Mittagsschlupf holen. So sie bloß, ich war ein klein bisschen lüren. Du bloß ran die schwimmen, du hängen im Boot an. Ich war fuß mit das Baby kommen, laut mir ein paar Daten kriegen und zu unser kleinen Jahr noch was sagen. Und so ran der Monokel, der hängen steht der Rüt. Und die Früh bleibt noch ein paar Minuten länger bei und wacht ihre älteste Tochter ab und sagt zu ihr, was wird passieren da. Und dat ze zo'n ganz gelooten zijn, en mama en daddy willen boot treden. En zo ran ze ook de hingen daaruit. En dan weer de pier ook boot doen. En kwam te de verder, we zijn nan. En vroeger wo zijn de ouderen en de kinderen, de andere kinderen wachten doen met op. En hadden niet mooi gelegenheid ten de beantwoorden deze mannen, die gingen dus van een stoel naar de andere en zachten. En vong door niks. En zo weer ook al meer van daar doen, meer mensen. En dan gingen diese Soldaten durch und früher sie die Menschen beten, wo sind diese Lied, was hier wohnen? Und dann sah ich einer aus der Crowd, und sag ich heb mal dort dran die Früh, ran die Juruz im Wald nach. Und so die Soldaten auch die Früh hängen an. Und gerade mit das kleine Baby, was sie in ihrer Hand hat, die nach die Hängtop schluten, nahm in das Baby mit. Den Mann fangen sie nicht, der wird gerutzt, und statt sie Eier durch den Bosch, weil sie sich verstärken. Aber die Geschichte geht wieder, wo sie die früh im Gefängnis nennen. Und das Mann, der ran wieder, er wird sich nicht sicher mit seinem Leben. Und gedacht, wenn sie nicht hängen, dass die durch das Darb wären, er muss etwas vertrauen. Gott hat anvertrauen, dass jemand für sich dich kümmert. Und er ist wieder gerannt. Und hat sich noch Arbeit versucht zu versorgen, wie er steht. Und die Früh wurde im Gefängnis genommen. Und dann kam er noch ein Lied und du kriegst keine Arbeit. Er fragte eine Arbeit und das Lied, das ist ein älteres Lied. Er empfiehlt den Arbeiter und geben sie ihm Arbeit. Sie sehen, wenn er will schaffen, sie würden noch eine Stube rein haben für Arme und er konnte schaffen und noch bei eten und mitleben. Und das, was er hat getan, für eine Zeit hat er mitgelebt, mitgegeben und Leute sich aber nicht antworten, wer er wird. Über dem, die Nurrecht, die kamen ein paar Weg wieder, dann wissen diese Früh und die Mann, die wissen, was Krieg, was passiert wird in der Darb. Sie reden von dem Verhältnis, dass der Mann konnte ausstärken in der Früh wieder im Gefängnis. Und haben du was ich sagen, spart eher. Sie wären nicht Anabaptist, sie glauben nicht an dort, sie wären sehr fast an der katholischen Kirche. Und das Mann, der hört alle. Und er bleibt überstellt. Und so steht habe ich geschafft für dich bei in Jahr. Zwischen als er einmal drei nach der Stadt getan, wo seine Kinder wären, er will sein, was wird da passiert. Dann hat er gerade noch diesen Versen, was am der Nurrecht gebracht hat, hat er noch den danach, drin, sagt er, wo sind unsere Kinder? Wo sind die 2 oder 3 Kinder, was er noch tüß wären? Dann bringt er am den Nurrecht, sagt er, was da passiert ist. Er sieht einfach den kleinen Jungen, der war krank. Der ist gestorben. Und die kleinen 2 Jahre, die sind bei da in der Lied. Und dann, auch vorher nach, er war 3 Rüte, da brüt, und war 3 seine Arbeit durch. Und dann hat bei diesem Lied, was ich schaffen, die früh, wenn die nach der Stadt fuhr, hat sie ihr mal einen Bericht gebracht, was passieren mit dieser Früh, was sie festgenommen in das kleine Baby. Dass die Früh festhalten und ihr glauben, und dass sie das nicht abgeben und sie, diese Ältere, diese Tante, sie können nicht glauben, was das wird für eine, die wird durch ein anderes sein in der Kopf, als sie das haben. Und immer war wenn sie in den Dorf fuhren, ab ungefähr verteilt sie davon, und das Mann der hier hat, von seiner Früh. Aber er bleibt still. Und dann ein Tag, dann kriegt das Mann einen Brief von seiner Früh. Jemand bringt ihm den Brief, und dann haben sie ein paar Mal noch einen Brief einer dem anderen geschrieben, und wird sich Mutter sprechen. Und einen Tag, dann kriegt er einen Brief, dort nu wollen sie das kleine Baby von der Früh wegnehmen. Nu schreibt die Früh den Brief, dass die haben das kleine Baby weggenommen von ihr. Aber nu ist sie noch stark gewesen, glauben, und sie will treu bleiben zu Gott, aber sagt sie zu ihrem Mann, schreibt sie, das kann ich meist nicht nehmen.
Das Baby wie nach mijn Trost, das wie nach meiner Halbemma, und nu haben sie mich dort nach weggenommen. Hij soll verarbeiten. En dan kwam hij nu dat je bald dat ze een dag gezegd hebben, wo die Früh soll angebracht worden. En dan is deze oudere tante, zij zei du aan dat zij wel deze Früh moet zijn. Wer dat is, van wem zij over gehoord heeft. En wat die Früh dag im Kopf moet zijn, dat hij dit niet wil willen losloten. Wat hij van geloven heeft. En dan den dag, wat het dan zal zijn, dan vraagt ze den man krijgt wat voor een schaffen dat. Vraagt ze, was du ook met? Nadat wir in oven fahren, vraagt ze, was du morgen met mij met naar de stad? We willen tijdig gaan, we hebben alle hopen dat we worden aan de frontline zijn, dat we krijgen worden, die Früh zijn uit het gevangenis terugkomen. Waar we mal zijn, wat het voor een Früh is. De nächsten Smars, wenn sie wollen verloten, dann fragt sie den noch einmal, hey, ich mit will, und sage, nee, ich will nicht. Sagt er, ich will hier thuis bleiben, aber bitte du mir alles berichten. Jeder Wort, was du wirst sein und beleven. Und so verlaat die Früh. Und dann sei nur die Stadt, und nu will sie das mal sein, was von der Früh das ist. Und dann kommt es bei du, und dann kommt diese Früh zurückgegangen in die Gefängnis. Falls sie das sein können, dann können sie alle sehr schön Gesang hören. Hören sie, wo diese Früh mit einer klaren Stimme und Überzeugung du singst vom ihrem Herrn, von ihrem Gott. Und über dem konnte sie das sein, kommt sie über Deel. Und er hat so ein strahlendes Gesicht, so ein freies, dages Gesicht. Sie kann sich bloß meist nicht holen. Sie kijkt nur die Früh und so wird er auf die Arf beigelegt. Und er singt mit so einer klaren Stimme. Und so überschwingt ja, die Früh wird angebracht und so überschwingt die Früh dann in Huiskampen dort ab ein Unkastech vertalen dat. Dann sagst du noch wahr, ich kann plötzlich glauben, ich weiß nicht, was du hast, dass ich glaube nicht würde abgeben. Und das Mann, den fangen die Thron über dem und schälen über seine Backen. Und dann verteilt er dort. Sag ich, was von Jesus, du in der Früh beim Leben dat. Ich wurde erst rückgekauft. Und dann sagt er dort, nur ein Jahr sagt er dort, dort ist meine Früh. Dort wie mein Kind. Und diese ältere Poli, die sind so bewegt mit diesem Mann und mit was sie gesehen haben, durch den Tag. So ist die Matthias Spiel euch Geschichte wiedergeben, der dort sagt, in ein paar Monaten Luther. Dann besteht ihr, da wird erst angebracht, wie sie hatten diesen Glauben nicht auch genommen. So wird diese Früh für nichts gestorben. Wie das hier passiert, dass keiner das antwortet, diese Poli, die haben sich bekehrt. Den Tag, wo die Früh wird angebracht, das Mann sagt, nee, ich will thuis bleiben. Und er nahm sich vor, er will den Tag fasten und beten für seine Früh. Was hat er mehr tun? Sure, sein Fleisch würde er wohl sein und seine Früh noch einmal sein. Ich habe uns alle das feststellen, weil jeder dort wo er wollte. Weil er nahm sich er entschloss sich, er will thuis ringend im Gebet sein für seine Früh. Dat er wird treu bleiben, dat er wird durchsagen. Und dat er wird die Krone erlangen. Und er kriegt die Krone. Er braucht die ratste Kraft, was er brauchen könnte in seine Früh, den Mut sprechen. Er wurde ein Trost gewesen, wenn sie hat Mann in der Audience gesehen, wenn sie einmal Mann noch hat könnte sein. Ich glaube, das wurde sein sehr rührend ein Trost gewesen. Aber das Mann hält sich an Gott und er betet und er fast. Und wenn ich an diese Geschichte denke, daran denke ich an Felix Manz. Felix Manz lebt auch in den Jahren, wo die Persecution so groß war und er wurde verdrunken im Rief an, wurde am Nahen geschmissen. Und seine Mama, die wir den Tag, die wir kriegt, die sagt dort, die hier dort, wenn er jung durch Chaimen, die wir befreit, war er Chaim durch. Und nu wordt hij met een lam op een rief abgedaan. En du hadden aan de hang top gebogen, hingen zijn knieën, hadden ze de top gebogen, dat ik kan losmerken. En du willen ze aan mijn voeten aanbakken, dat hij verdrinken zal. En de mama asked je was. En zij zei te Felix Mann, zij zei, mijn zoon, blijf sterk. De kroon is meest wat door. De almachtige Gott, der wird die Krone ableihen, bleib stark, bleib treu. Mama, wo wird dir das gehen, wenn die sehen du wird? Was wird für wir haben?
Felix Mann seine Mama, die sagt ihrem Sehen durch. Und sie spricht dem Motto. Von der uns Thema ist, fighting for the next generation. Kämpfen für die nächste Generation. Wo können wir kämpfen von der Geschwister? Eltern, wo können wir anstehen für unsere Kinder? Wo können wir was tun von der, was in ihr Leben wird, in Unterschied mehr? Und was sie wollen stehen und sie wollen ab den Glauben wiederbauen, was uns sehr wertvoll ist, was uns tief im Hart liegt. Wo können wir dort? Wo können wir dort überreden? Die Bibel, die lehrt uns in viele Wege, weil uns dort ein Beispiel merken, wie wichtig das ist, dass wir als Männer Lehrer sind. Dort braucht Bilder, was die Bibel rückschauen kann, was das brauchen wird als ein Lehrer. Wir sind ein Hort, sagt es. Wir als Männer, wir sind ein Hort zu unserer Familie. Eine Person wäre, was für ihn versorgen, so als ein guter Hort für seine Schub, noch fängt groß sehen, noch frisches Futter, und weil er schützen kann. So sagt es auch wie als Männer. Dort braucht das Bild, dass wir sind ein Priester. Was du opfern wird, was du anstehen wird für die Familie, was du als besonders rütgesagt verwahrt. Für eine Arbeit. Das gibt so ein Bild auf die Bibel uns. Und das sagt, wir sind die Watchmen, wir sind die Männer, was du sollen wacker sein, wir sollen ein Watchman, die ja ab der Mauer essen und er kijkt rum, als der irgendwo je vor ist. Er muss seine Augen aufhaben, er muss Erkenntnis haben. Das sind Bilder, was die Bibel uns schenken wird, was die uns geben wird, dass uns soll wichtig werden, wer wir sind. Und wenn wir von der an unsere Familie denken, dann uns noch wieder an das Thema anlauten wollen, Samars hat wir all diese Punkte von, dass wir unsere Familie so ein Teaching, Training und Instructing. Und der Unterschied von Values und Morals. Und ich werde wieder gucken von wo wir kämpfen für die nächste Generation. Und ich will uns ein Bild geben, wir wollen uns Tagsfarge als von der in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 24. Das ist ein Vers, wo wir von der wollen besonders uns was nehmen und möchte das sein, dass wir uns das selbst unseren Namen kennen und dass das von uns gesagt wird. In 4. Mose, Kapitel 14, Vers 24. Ich werde diesen Vers einmal lesen, dann wollen wir noch mit gehen und mit mir lesen und das mit aller Taubpfoten. Aber hier sagt es, aber mein Knecht Kaleb, darum, dass ein anderer Geist mit ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, darin er gekommen ist, und sein Same soll es einnehmen. So hier sei wir, das Kaleb, wie kann seine Geschichte, wo er anstund und wo er von den 12 Männern wird, wo in das Land soll rumreisen und soll sein, wo das Land sagt. Und hier sagt der Herr von an, dort sagt, mein Knecht Kaleb, wer ist heute in unserer Jeshaft? Wer ist in Armen unserer Jes gefangen hat und er ist treulich, hat mir treulich nachgefolgt. Weil ich in das Land bringen, in seine Nachkommenschaft und sein Same soll es einnehmen. Und von der Geschwister, Männer und Frühes, möchte es sein, dass der Herr wird sein von uns, weißt du in unserer Jes hast, weißt du mir das treu neue Volk, wo deine Kinder kann, wo dein Same, dort die Worte kann annehmen, was du für gekämpft hast. Dort die dort werden besetzen, dort die du auch werden verkämpfen, und dort endlich wird wertvoll sein. Und wenn wir an das bedenken, weil uns hier, wir mal falsch von das lesen, weil uns ein kleines bisschen ein Bild geben, was hier in dieser Geschichte ist. Wir wollten dort diese 12 Männer gingen in dort Land, und sie besauen dort. Und kamen 3 und brachen in Bereich. Sehen würdet wir. Tiensteck von euch hat eine negative Anstellung zu Eva und sagt, es sei dieser. Und
in das Jesua und Kaleb über, sei wir positiv. In dort Land, da steht, wo das Sturm, wo Kaleb sein Sturm, wo sie kriegen gegeben. Wir wollten das Land war dann verteilt in 12 Sections können sein. Und das Land, was Kaleb du besetzen dort, wir uns bis mit feststellen, 20, 40 Jahre lauter. Gleich was ein schmacker Städte gewesen. Kinder waren gespielt haben, ein schmacker Burg, was sie haben angenommen. Und wenn du wirst dann 20 Jahre lauter gewesen, wo bis sie gelaufen haben, die haben hier eine feine Land, die haben das Land Rick. Und die haben gesehen, die Kinder, die spielen im Frieden und die wären, sagt bloß so, die waren hier lang gewesen. Oder wir nicht so. Wenn die Kinder, wahrscheinlich some von den Kindern, die waren dort nicht belebt haben, die waren nicht gewusst haben, was ihr Papa oder ihr Großpapa dort gekostet hat, dass sie dort im Frieden hatten. Dass sie wären und dass sie können ackern, sie können mit ihr Schub, mit ihr Feu, was immer sie dort von Weingarten hatten, ich weiß nicht, was sie dort alles gehabt haben. Aber das Bild 20, 30 Jahre lauter, dort war ein anderes Bild gewesen. Aber was haben die Vorväter für gekämpft? Und wenn wir dort Bild finden, bloß noch anstrengen hier, Krieg hier in Mexiko, Krieg hier ab Swift, dann denke ich an das Bild. Ich bin noch nicht sehr alt, ich bin noch nicht hier abgewachsen, aber ich weiß, dass Dinge haben sich hier sehr geändert. Man hier von der wird gekickt, und die jüngere Jungs und alles abwachsen dann, die haben noch nicht die Dinge belebt, was some von diesen Männern haben, und die Frühs, was hier all mit Gräben hoch saßen dann von der. Die haben Dinge belebt, die haben für Dinge gekämpft, und die haben geschafft. Und die haben versucht, Schulen abzubauen, in der Gemeinde zu haben, und dort lebendig wird sein und jässlich wird sein. Und wenn hier die irgendwie Hand tragen, die konnten mitleben, die belebt das. Aber die wissen nicht, was es gekostet hat, was ihnen das gekostet hat. Und wo haben wir dort widerregen, dass unsere Kinder, dort irgendwas was wichtig sind. Und dort sei für die Dinge, was die von dir am Hort legen tun. Und was du hast trüfähig gekämpft, dort sei du auch ein Hort verhauen, und sie wollen versuchen, du mit wieder Flieh zu merken. Das ist ein Bild, was ich gesehen habe in dieser Geschichte. So, nun werden wir uns das ein klein bisschen wieder bekicken, dass wir ein bisschen gerade ein Bild kriegen davon, was hier wirklich passieren wird. Wir haben 3 Blätter in das 13. Kapitel, und ich war in Vers 25 anfangen. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 25. Und sie kehrten als sie das Land erkundet hatten, nach 40 Tagen. Gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran gegen Kadas und sagten ihnen wieder, und es stände, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns sandtet, darin Milch und Honig fließt, und dies ist seine Frucht. Nur das starkes Volk darin wohnt, und sehr große und feste Städte sind, und wir sahen auch Enaks Kinder daselbst. So wohnten die Amalekiter im Lande gegen Mittag, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnten auf dem Gebirge, die Kananiter aber wohnten am Meer und um den Jordan. Kaleb aber stillte das Volk gegen Mose und sprach, lass uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm waren, hinaufgezogen, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und machten dem Lande, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei unter den Kindern Israel und sprachen, das Land, dadurch wir gegangen sind, es zu erkunden, frisst seine Einwohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen auch Riesen daselbst, Enaks Kinder von den Riesen. Und wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken,
Und also waren wir auch vor ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die nach. Und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach: Das war uns dann bekannt in Englisch, wenn ich was durchlesen. Aber hier passiert was wir, wenn wir uns durchschauen, dann was hier passiert ist mit dieser saß 100.000 Mann mehr frühs in Kenia, ein gerautet Volk. Und sie alle lüden, wann waren diese Männer zurückkommen von das Land, was sie sollen nur sein, was sie sollen bechecken. Was wird auf den Bereich zurückkommen? Was wollen sie sein? Und das Volk das lüd. Und wenn sie zurückkommen, und das Bereich gefährt, und sie horchen alle, was diese Männer zu sein haben, und wo ihre Emotions napp und rauf ging. Ihre Gefühle. Ich schied sich dort so, oh, das wird so ein schmackes Land, da wird so viel Frucht, das wird so reich, als wie ein Malchen Honig zu werden, die Bedienung von da wird so viel. Und dann aber dort auch, du mit Bier, dort was von den großen Menschen du werden. Wo sie bloß gleich wurden, das kann annehmen. Und wo, wenn wir hier lesen würden in Kapitel 14 wieder, da kam so wieder, das Volk fängt an dringend zu sein, und sie fangen an, dass Gott hier muss Mann kommen. Sie werden so in Jesua und Kaleb hier, dass eins hastig dort sagt, die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und wo Gott dann zu Mose redet, und wo er zu ihm sagt, was sie was er soll. Und wir wollten auch, dass wir hier so ein großes Ding, dass Gott sagt, die Menschen sind so negativ gewesen. Und haben nicht den Glauben angenommen, leben nicht im Glauben, dass ich irgendwo wieder führen in Leben, wollen diese Menschen nicht kennen, in dort verhaltene Land nehmen. Sie wollen dort nicht kennen beleben. Weiß, was hier passieren wird. Und dann ans Tagsfarsch über mein Knecht Kaleb. Die haben andere Jes. Und die ist mir treu. Die sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann je uns sein? Und wenn wir von der und denken dann und für die nächste Generation kämpfen, Geschwister, das wird einmal den Weg sein in uns Leben. Wir wollen Dinge beleben, was uns wollen so fallen, das sind Riesen. Die wollen Dinge sein, wo ihr vielleicht wollen noch allein entstehen. Wollen nicht viele Menschen sein, die den Conviction haben, was die haben als Familie. Wollen nicht viele Menschen sein, die wollen die Klarheit haben, dass das ist, wie das wollen. Und das ist, wie Pferde gehen. Das sind some von den Riesen, die wir begegnen. Und das lässt uns so, dass wir wollen bloß keine Klarheit holen mit dieser Sache. Du hast so viel Pressure von rundum. Aber ich denke so, dass wir als Familie, wir sollen versuchen, ein klares Zeugnis zu sein. Uns fehlt es in unserer Umgebung, dass die Familien stark sind. Dass die sich immer waren, nur Gott drehen und dort vom Harten kämpfen, dass es nicht bloß ein Ding ist, dass wir wollen anders sein als gerne Lied, aber dass das Kämpf, hey, das hat der Herr uns ein Hart gelegt und wir wollen hier ein Licht sein, wir wollen hier Klarheit haben und dafür anstehen. Und ich denke so, dass das braucht einmal. Aber übrigens handelt was von den Dingen, wo ich sagen, was Riesen habe ich belebt. Und ich will von dir nicht ein Bild geben, dass wir haben die Riesen überkommen. Aber ich weiß, dass some von den Dingen, was ich endorse, als junge Polit, wenn wir uns befrieden und wir reden von, wenn der Herr uns die Dinge geben und wir reden von, wo wir unsere Familie wollen abtragen und was wir für ein Vision für dich haben. Und wir reden von der noch von, unsere Kinder reden von den Dingen, einer verteilt von, was denkt wir von?
Wann ist die Zeit, dass je einen Partner kann kicken? Wann lot wir uns in die Sache nehmen? Wo gehen wir mit wenn du kämpfst, wir Frauen, nur unsere Tochter, oder wenn uns jung werden, nur jemand Frauen? Die Dinge, die habe ich all von, nicht ganz von klein an, aber ich kann durchaus eine Vision du angehört. Und von der kämpft das du, wo wir mal some von den Dingen mal verklärt haben. Und mal wir wieder mit schaffen mit den Vision, was wir gehört haben. Den Vision, was wir von der haben. Und dort und kriegen dann, wenn es rundum auch vielleicht untersteht, und das spricht dort so macht für jedem einen dasselbe Wahrheit ist. Aber ich ganz wel Hotline ist, wenn du eine Conviction hast, wenn du eine Klarheit hast. Und die falls die so, das ist nicht bloß something, was das von den Fleisch geht, das ist wirklich ein Ding, was die Hort legen wird, dann sieh wahrlich, du allein 40 Stunden an das Feld. Dann sieh wahrlich. Der Herr wird halten. So Caleb hier sieht, wenn der Herr für uns ist, dann habe ich dort. Wenn der Herr für uns ist. Und das wird auch in uns Leben fehlen. Und so, wenn wir denken, und für die nächste Generation kämpfen, da werden verschiedene Dinge sein. Wir müssen für nicht kämpfen, dass wir ein Heim haben, wo göttlich sein. Wo wir wollen, wo das ein bekanntes Ding sein, dass wir singen. Dass wir von Gottes Wort reden. Ganz einmal wird es nicht utkommen, dass wir eine Andacht haben mit unserer Familie taub. Und man möchte sein, dass wir Anstrengungen merken, dass unsere Kinder, wenn die nur trägkicken, dass die können sagen, Papa, der versagt. Papa, der nimmt sich ihre Multit. Papa, der liest die Bibel. Zu uns als Family. Und ich weiß nicht, was dass hier in Mexiko, den war ich erst, aber in Kanada ist es vielmal so, dort ein Sinn von den Arbeiter, ihr Stelle los von ihrer Arbeit, dort dann vielleicht ein Tag ist, wo noch was geschabt, und vielleicht in der Stadt gefahren, und verschiedene Dinge angekauft und dort wieder. Und dort will dann vielmal so sein, dass das Sinn und danach Lot wird. Und das war wirklich köstlich, weil man kann am Sinn und all Tiger Reuden merken, uns Reuden merken für den Ruhetag, was der Herr uns geschenkt hat. Wir nehmen uns Familie Zeit, wie als Fudas. Wir lernen es an, dass wir mit unserer Familie tun, wie Frauen und heigend und Neugeloten in die Sinnerschelektion machen. Merke ich in Reut, weil wir noch some Leute sehen. Und sind uns so was a good time, eine feine Gelegenheit, Leute zu singen mit der Familie tun. Und uns bloß Gedanken und jährlich Reut merken für den nächsten Tag. Und durch habe ich uns Väter ein Laden. So ein göttliches Home, für dort, wo wir machen, kämpfen, für dort, wo wir machen, versuchen anzustehen. Und da werden Dinge sein, was wir wollen uns anstellen, dass wir können diese Dinge haben. In Heim, wo du Peace hast, wo du Zufriedenheit hast, wo du Gelotenheit hast, nicht einer dem anderen gegen den vielleicht Leute, was sein nicht, aber ein Heim, wo das peaceful ist, sehr viel wird. Wo wir können von Dingen reden. Mir wird interessant, unsere Tochter, die musste ein von diesen Dingen muss sie in ihrer Schularbeit was schreiben. Und dann hat sie in ihrer Arbeit bloß bein, dass die Unkerstash, dort wäre die Zeit, wo wir können Zeit nehmen, bloß mal zu vertalen und mal unsere Träume sein und bloß wie ein Unkerstash, dann wird all der Tag wie meist eng. Nu wir auch nicht, dass die Arbeit noch war auf Herz legen da, ab Mittag dann eten und dann hat wir weiter Arbeit zu tun. Aber die Unkerszeit, dann wird es, wo jeder einer bloß mal satten da und falls ich so kann, nu werden wir mal vertalen und eine gute Zeit haben. So in Heim, wo du peaceful ist, sehr viel wird. Wenn wir das nicht haben, wenn es nicht kann beleben, von der werden wir verkämpfen. Dort unsere Kinder können von Tisch gehen und sie können sagen, dass du wird vielleicht eine Zeit, wo es nicht so ruhig wird, aber unsere Eltern, die schaffen damit. Dort können ein Heim sein, wo wir können das Leib einer dem anderen verteilen und wo das ein peaceful Home wird. Und wenn wir denken dann von der nächsten Generation kämpfen, dort auch, dass wir ein befriedetes Leben haben, wo wir in Einklang sein, wo wir taub fühlen. Geschwister, das ist so wichtig, dass unsere Kinder das sein können.
Dat die zijn kan dat mama en papa, die zijn zich goed. En die zijn afgenstig, want mama en papa van date voor. Zij worden ook hier met voor, maar nog van deze een date, daddy neemt mama uit. En ze fahren wohl in een restaurant, oder ze fahren bloß wo een beetje Welten aan. Maar die willen bloß mama en daddy so een blessed marriage, dat onze kinderen doen van zeugen kan. Dat ze zijn kan dat, wow, mama en daddy die gleichen zich nog einmal, die geht het zo schön toe. Dat kan we voor onze kinderen, kan we versuchen, door te rekenen, dat ze dat zijn kan. En dat werkelijk ook, dat ze ook wel een verlangen hebben, dat van ik mich bevrijd heb. Dat ik ook wel zo'n geestelijke man heb als mijn papa is. Dat ik ook wel kan zo'n mama zijn als mijn mama is. Dit zijn billen. Dit zijn dingen wat we vielleicht goed saai genoeg aan denken doen. Maar wat we onze kinderen kan metgeven en wat zeer veel waard zijn. Zo wat zei je? Wenn ich mit denken an die ältere Männer hier und die ältere Frau, wenn ich uns diese Frage würde stellen, fällt ihr so, habe ihr sehr genug gekämpft für die Nachkommenschaft? Habe sehr genug eingestoßen? Habe sehr genug Gottes Wort genommen und durch das Gebet? Er geht uns dort von der so, dass ich wünsche, ich habe mich mit meiner Zeit genommen. Ich glaube, wir würden iedereen een Zeugnis den wij zijn, aber wir können von der Mauer sprechen, dass wir unsere Zeit nehmen, dass wir wollen kämpfen und dass wir wollen sagen, ich kann es, das Kaleb du auch sehen. Er sagt, dass ich mit dem Herrn seine Halt habe. Und so sagt du ein eng von den Vers sagt, der Herr sagt, und sein Same soll es einnehmen. So dass wir das Kaleb, er stimmt für das an und Gott sagt, seine Nachkommenschaft, der soll es annehmen. Die sollen das können besetzen. Aber diese Pfeile, die wird wieder geschoten, als was eigentlich wollen gehen. Und das ist fertig, was wir haben, dass unsere Kinder können noch handschalten. In Jesaja 58, du lesen wir was Vers, ich will Vers 12, du besonders mit rücknehmen. Jesaja 58, Vers 12. Du sagtest, uns soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst Grund legen, der für und für bleibe, und soll's heißen, der die Lücken versäumt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. So hier in diesem Kapitel wird wir lesen von wo das Volk Israel, wo sie Fasten deuten, was Gott nicht gefällig wird, wo sie nicht dort am Reich der Wahrheit deuten. Und Gott helpt ihnen mit dort denken. Und aber hier in Vers 12, du sagst, hey, dort uns soll durch dich gebaut werden. So, um das war das abzurechnen, um das war für sie reich zu leben, reich unterwandern, dann sagt er, uns soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und dort denke ich, so wird einer der Nächsten. Dort fehlt uns dort, some Dinge sind vielleicht hängen lassen. Und die wurden uns abgeweicht, die wurden uns am Hort gelegt. Das ist wichtig, hier soll wir Zeit vernehmen. Und wir merken, du arbeiten mit und wirst Grund legen. Wer von uns wird Grund leihen auf some von den Dingen? Grund ab Gottes Wort leihen. Für unsere Kinder. Wer wir Grund leihen für ihn, was nur Gottes Wort ist, der für und für bleibt. Und soll es heißen, der die Lücke versäumt und die Wege bessert, dass da man wohnen möge. So das wird dem nur geredet worden, wer das Wort. Das wird einer sein, wer besser merkt, dass ein Repairer ist, dass das vorig merken, und was trechtstellen, dass das ein feine Weg sein. Mochte von uns gesagt worden. Von Abraham wurde gesagt in 1. Mose 22, Vers 18, wir wollten nicht, wo Abraham sein Leben, wo am wird gesagt, dass du sollst noch eine große Nachkommenschaft von ihm kommen. In 1. Mose 22, Vers 18, du sagtest, und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meine Stimme gehorcht hast. So das wird von Abraham gesagt.
Ich habe uns das von auch noch posten, dort der Herr will sein und durch dein Samen, durch deine Kinder, durch deine Familie sollen viele Völker auf Erden gesegnet werden. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier wird ein Mann, hier wird Abraham. Heu horcht Gott seine Stimme. Heu ging in Gehorsam wieder. Und Mama und Papa, ich und du. Wir Gott seine Stimme horchen. Wir Gott sein Wort auch geben und dort wir können. Dort hier auch von uns gesagt worden und dort die Menschen nur dem dort endet wird ein Segen sein. Woran bist du aus dem Vorrat, die möchten Unterscheid. Die aus der Mama, die möchten Unterscheid. In dem. Children are the living message we send to a time we will not see. So die Kinder sind die Message in der Zeit, was wir nicht wollen sein. Und dann wollen wir denken noch ein bisschen an David, wenn sein Leben zum eng wird und er kriegt was er belebt hat und was er alles hat wollt schaffen und nicht alles konnte. Wenn wir lesen dann in 1. Chronik, Kapitel 28, du fängst wir was Vers von an, wo er dort übergeben, der nur sehen Salomon. Und mir ist dort wertvoll, wem er hier alles top kriegen hat und was er hier sagen hat zu den Menschen, wo sie sollen wieder schaffen, was sie sollen vorstellen, was sie sollen widerreden. In 1. Chronik, Kapitel 28, du sagst in Vers 1, du sagst, und David versammelte in Jerusalem alle Obersten Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die Fürsten der Ordnungen, die dem König dienten, die Fürsten über 1000 und über 100, die Fürsten über die Güter und das Vieh des Königs und seine Söhne mit den Kämmerer, die Kriegsmänner und alle ansehnliche Männer. So hier robt David mal nicht auf Menschen taub. Männer, die Verantwortung haben. Verschiedene Antworten haben. Dieser wird immer gesagt über dort. Jana wird immer gesagt über Jana her. Und dieser wird immer gesagt über das Feuer. Soll nur das Feuer abpassen. Und dort habe ich hier die Kriegsmänner und dort jaftet wieder. So dieser robt er alle taub. Dann sagt er in Vers 2, und David, der König, stand auf und sprach, hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, da ruhen sollte die Lade des Bundes des Herrn und der Schemmel der Füße unseres Gottes und hat mich geschickt zu bauen. Aber Gott ließ mir sagen, du sollst meinen Namen nicht ein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt, aus meines Vaters ganzen Hause, dass ich König über Israel sein sollte, ewiglich. Denn er hat mich Juda erwählt zum Fürstum und im Hause Juda, meines Vaters Haus, und unter meines Vaters Kinder hat er Gefallen gehabt an mir, dass er mich über ganz Israel zum König machte. Und unter allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Stuhl des Königreichs des Herrn über Israel. Und hat zu mir geredet, dein Sohn Salomo soll mein Haus und mein Vorhof bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein und will sein Königreich bestätigen ewiglich, so er wird anhalten, dass er tue nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute steht. Nun vor dem ganzen Israel, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, so haltet und suchet alle Gebote des Herrn eures Gottes, auf dass ihr besitzet das gute Land und es vererbt auf eure Kinder nach euch ewiglich. Ich habe uns jetzt hier ein bisschen ein Bild von was David hier reden soll. All die Verse taub gekriegt. All die, was soll sein, die Verantwortlichen. Und hier fängt er aus einem älteren König,
redet hij und hij versucht het wieder zu geben. Hij versucht unter dem Hort zu leihen. Und hij vertelt und wo Gott am gelehrt geführt hat und was Gott am gesagt hat. Und besonders in Vers 8, wenn er gesagt hat, dort hij sagt in Vers 4 und Vers 5 sagt er, dort von den Stamm, dort Gott hat die irgendwem könnt wählen aus dem König, aber wo der Kleid noch angekommen ist, und wo er aus dem Jungen ist ausgewählt. Und dann in Vers 8, du will er sagen, dort das sollen sie tun. So haltet und suchet alle Gebote des Herrn, eures Gottes, auf dass ihr besitzet das gute Land und es vererbt auf eure Kinder nach euch ewiglich. So, Geschwister, das muss wie immer waren in uns Gedächtnis haben, in uns Sinn haben, wenn wir an unsere Kinder denken und Familie leben, dann müssen wir wieder denken. Dann müssen wir denken an unsere nächste Generation. Und für die versuchen anzustehen, für die versuchen zu kämpfen, die versuchen Dinge über zu reden, was wir so fallen, was wichtig sind, was in Gottes Wort nur sind, schriftlich sind, und dass der Herr dort wiederkehren wird von mir an. Und wir sehen auch Paulus, er versucht Timotheus dort am Hort zu leihen. Er sagt Timotheus, sieh ein starker Soldat, kämpf. Da die Menschen lehren, lud die nicht zu jung tun. Dort fehlt und kann die Lehrer. Die sollen die Gemeinde leiten. Und das wird von dir auch fehlen. Dort fehlt und Mana und Frühes, was du in Vision hast. Und ich kann hier nicht aus Gemeinde, ich weiß nicht, wie viele junge Eltern hier sind, die du vielleicht sie kürzlich befreit haben. Haben vielleicht ein Kind, haben vielleicht 2 Kinder. Und vielleicht denken wir so, dort wird nach Luther anfangen, dort wird mit uns Family Training, dort wird Luther anfangen. Aber die Vision, die fehlt ihnen von dir. Und ich glaube, ich bin mir überzeugt, hier sind viele Geschwister, die haben eine Vision, die haben ein Ziel. Und ich will Ihnen bis gleich ein Message sprechen, das fängt von der an. Das fängt nicht dann an, wenn ich saß, oder 7 sind, und dort wieder, no, das fängt von der an. Und dort wird ernst nehmen, dann, und du mit schaffen, dann. Dort wir anstehen, dann, für Dinge, und unsere Kinder, die versuchen zu lernen. Ein paar meiner Gedanken, wie zu Schluss gehen. In Sprüche Kapitel 22, Vers 28, du redet von Dingen, wo ein Handgesagt, ein Landmark sein. Wenn Land wird ausgemäht, du wird gewöhnlich ab der Arken mit einem Pool angedurcht. Das ist eine Ark und das ist eine Ark, und dort wird ausgemäht. Und hier habt ihr die Gedanken, dort sagt in Sprüche 22, Vers 28, sagt es, verrücke nicht die vorigen Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. So, du sind some ancient landmarks. Wir können sagen, some Dinge, die unsere Großverschläge klar haben in den Deuten. Das sind some ancient landmarks, some Klarheiten. Some Dinge, die sie deuten. Hier sagt das Vers, sagt uns, wenn wir nicht bloß gleichzeitig warten. Viel von den Dingen, Ungewahrheiten, die du sehen, die lohnen sich in Betracht zu nehmen, von wo kommen die? Was ist der Grund zu bist? Und nicht bloß zu Zeit schmieden. Nicht bloß zu denken, das ist bloß eine Ungewahrheit. No, weil wir uns freuen. Die Dinge, die unsere Eltern haben gesagt, aus Landmarks, aus dem Guide, aus dem Rule, aus der Schützung, was sind die? Woran? Was haben die belebt? Dort entweder bei dir bringt euch. Und so werden wir dort nicht tuschwen wachschmieden. In Jesaja Kapitel 8, Vers 18, das ist ein sehr wertvoller Vers. Jesaja 8, Vers 18, hier gibt uns dort ein Bild, dort sagt, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Sebaoth, der auf dem Berg Zion wohnt. Das ist ein Vers, wo die alle gleich, wann von uns gesagt worden, nicht? Wann könnte gesagt worden, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel. Von neidig fehlt es mir nicht an starke Familien, wo du Klarheiten haben. Und dort kann gesagt werden,
dat de Herr, als leraar, als vierer, en dat de Herr ons kan uitzagen. Dat we niet uitteken, bloos zum uitteken, maar dat we uitteken doen, wees wie den God dein doen van de Bibel. Dat we uittekenen doen, dat we kunnen in zegen zijn voor de mensen rondom ons. So ik wil jullie dit als een zegen gleich meegeven als de gemeinde. Dat je dit worden kunnen beleven en waarschijnlijk ook beleven doen. Aber dat ons nog wel eens waar wordt moeten spreken, dat we worden kunnen zeggen, zie, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat zum Zeichen und Wunder in Israel. So von her würden wir sagen, zum Zeichen und Wunder in Swift, in Kokdemok. Dort wird sein zum Zeichen und zum Wunder. Dort wird zu sein gehen, wow, die Familie, die sich einig. They love each other. They care for each other. They wollen einer mit den anderen taub sein. Und die freuen sich einer mit den anderen mit. Sure, wir haben, wenn wir Kinder abhaken, die sind sich einmal aufgänstig, einmal passiert und nicht kriegst es, wir wurden gleichen. Aber doch, dort das meiste wird zu sein gehen, dort durch Einigkeit und durch Leib und dort Heim. Will noch ein Vers mehr in Jeremia 6, Vers 16 als Schluss. Jeremia 6, Vers 16, da sagt, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun. So hier sagt es, wir sollen stehen und checken nur die Weg. Das sagt, wir sollen freuen nur die alle Weg. Und wir sollen durch gehen, dort wir wollen eine Ruhe finden für unsere Seele. Was meint das von der alle Weg reden? Ich glaube, das meint nicht bloß, dass wir sollen altmodisch leben, aber dass wir uns sollen freuen, was sind some von den Klarheiten, was unsere Vorväter gehört haben. Wir sollen, so ist die Vers ich schon spreche, wir sollen nicht tostig zu Zeit schmieden. Wir sollen das über freuen sein, und dass wir können das Wort von nehmen, und dat andere doen en gezegend worden. En so wenn wir denken dan aan die junge families, samen zijn die jaren al voorbij, die kinderen zijn vielleicht von thuis. We mogen ons het moeten spreken dat we familieleben worden wichtig nemen. En dat, zoals ik eerst maar zei, dat braucht tijd. Dat is een van de grootste dingen wat ik ons einmal gefallen hat, habe ich genug Zeit, nicht? Aber wenn wir denken dan aan familie, dan moeten we immer denken aan dat braucht Zeit. Die kleine Jungen will mit dran, mit dem mit Trotten an, das wird immer mit länger brauchen, was der schon Trotten eingekrupen ist, wenn die in der letzten ankrupen. Es soll sehr leicht, den bis auf Schuld nehmen, das von nan, belut in den ankrupen. Das geht mir länger, belut dort. Die kleine Mial will die halbe uitvegen, wat mit länger dieren. Wat is den Klankenfleisch an Top gefährcht und dann kommt der durch und weil er so schmack war er Top fegen, will in ihrer Meinung fegen und der ist ganz verstehen. Naja. Wat we dan maar tijd brauchen, nicht? Noch einmal mit Topfeen. So diese Dinge, was wir brauchen. Aber ich glaube, die sehen, die wird auch kommen, nicht? Gott wird ihm sehen schenken. So ich würde Ihnen bloß als Gemeinde gleich Gottes Sehen zu wünschen. Die jungen Eltern, die hier sind, mutig voran. Die Kinder sozusagen, das haben sie sehen, finde ich, sie sind eine Gabe des Herrn. Und wenn wir nicht tolle Stunden sein können, wenn wir einmal mit sind, weil wir als Lied auch beten und fragen, Herr, gib uns eine Kraft, gib uns eine Vision, help uns die rechte wieder zu haben von unseren Kindern. Wenn es in die Jugend ankommt und wir nicht Antworten geben und versuchen verantwortlich zu merken, dann braucht es ihr Mal, dass wir uns zum Gebet waren und fragen, Herr, was kann ich für eine Antwort geben zu meinen Jungen, zu meiner Tochter? Und was scheint das jetzt? Ich glaube, ihr habt es belebt. Was scheint das jetzt, wenn der Jesus eine Antwort angeben wird und die gar nicht kennt und die vertalen das? Was ist als klar geworden? Was ist das laut? Und die kann du in ihr Holen kann mit dem Kind, die reden von dieser Sache. Und das Kind wird an, das ist nicht bloß Papa seine Idee, das ist nicht bloß Mama ihre Idee. Das haben die über gedacht, das haben die über gebet. Und dort wollen die Antworten, was mit dem Jesus belebt ist. Die wollen die Antworten.
Wer wir uns heute nach neigen zum Beten. Uns allmächtiger Gott, wir danken dir für die Kinder, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns als Eltern hast die Verantwortung gegeben, und abzutragen. Und du sagst, dass wir sollen du Acht abgeben, wir sollen unsere Kinder in die Furcht des Herrn sollen wir abtragen. Und Herr, du willst von der Kraft die Familien, was hier sind. Du sitzt die Eltern hier, die all groß sind, die ihre Kinder alle von Tisch sind. Du sitzt allein kann gehorsam sein. Gib, dass ich ohne Heuchelei für dich stets ein Vorbild sei, die mit mir gehen aus und ein und ich lebend nenne mein, die mit mir gehen aus und ein und ich lebend nenne mein. Noch eines bitte ich von dir für mich und meine Leben hier, dass unser Herz von Sünden frei ein heiliger Tempel Gottes sei, dass unser Herz von Sünden Gottes sein. O Herr, dir weihe ich mein Haus, mache was Gutes dir daraus zum Lobe deiner Herrlichkeit, zum Segen anderer Weih. Und